Ja, wir sind jetzt hier am Blue Eye von Kroatien und es ist hier auch so ein recht beliebter Spot, auch ich glaube so ein Instagram-Highlight-Spot, da haben wir das eigentlich ehrlich gesagt auch gesehen und hier ist auch ziemlich viel los. Also der Parkplatz geht noch, aber ich glaube da gibt es 2 Parkplätze, da oben noch einen und wir waren eben schon mal gucken und wollten eigentlich auch unsere Drohne mitnehmen und so ein cooles Bild von oben machen, dass man das sieht, aber da ist zu viel los, da bauen die SUPs auf und dann stehen die schon Schlange, um die Drohnen drauf zu schicken, das ist uns dann doch ein bisschen zu doof, aber wir wollen wenigstens noch einmal reinspringen. Hier gibt es auch noch so eine schöne Aussichtsplattform, wo man den See dann von oben oder die Quelle von oben sehen kann. Also da braucht man gar keine Drohne. Aber es ist halt wirklich kalt, ich habe es ausprobiert. Ja, wir sind hier ein paar Kilometer durchs Nichts gefahren gerade und haben jetzt eigentlich auch einen ganz schönen Platz. Jetzt gucken wir nur, wo unsere Wanderroute für morgen gerade startet, weil hier gibt es halt auch einen Klettersteig in diese Berge da hinter uns rein. Ja, das hier ist, glaube ich, der offizielle Weg, den wir eigentlich hochfahren wollten. Oh, man sieht sogar unser Auto. Ja, wir sind gestern doch nicht mal umgefahren, wir sind hier stehen geblieben, haben allerdings bei unserer kleinen Wanderung gesehen, wo der eigentliche Wanderweg zum Klettersteig startet und wollen da jetzt halt hinfahren. Sonst müssten wir uns hier so ein bisschen durchs Gebüsch schlagen und das wollen wir jetzt auch nicht. Und dann werden wir jetzt mal starten mit unserer Wanderung auf den Dinara. Wir sind jetzt bis zur ersten Hütte einfach mal gefahren. Also der Weg, der ist ziemlich steinig. Mit einem normalen Fahrzeug ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn man ein bisschen Bodenfreiheit hat, dann sollte das eigentlich gehen. Wenn man das aber nicht möchte, kann man auch weiter unten stehen bleiben und dann eben den Weg hochwandern. Und hier ist halt so eine kleine Hütte. Das ist der perfekte Startpunkt für unsere Wanderung heute. Hier gibt es auch ein Gästebuch. Also es waren gestern gerade welche hier. Ist sehr schön und jetzt geht's los. Ja, wir sind jetzt etwa 1 Kilometer gegangen, also das waren 125 Höhenmeter, nur es fühlt sich mehr an. Und hier fängt jetzt der Klettersteig an und ja, jetzt brauche ich erstmal eine kleine Pause.
Auf etwa einem Drittel des Weges liegt die Dinaridi-Schutzhütte. Hier gibt es die letzte Möglichkeit, aus dem Klettersteig auszusteigen und auf den normalen Wanderweg zu wechseln. Wir wollen aber dem Klettersteig weiter folgen. Ja, ich glaube, das war einer der anstrengendsten Klettersteige, die wir bisher gegangen sind. Also hat schon ordentlich in sich, aber war echt lang. Und stellenweise war es richtig schwierig, muss ich sagen. War echt überrascht. Also es war noch okay, aber du hast ganz schön Schnaufen, ne? Und echt froh, als wir oben angekommen sind. Ja. Wir haben auch ein bisschen wenig Wasser mit. Wir haben irgendwie 1,5 Liter Wasser mitgenommen. Und wir müssen mal gleich mal gucken, ob da an der Hütte vielleicht irgendwie ein bisschen Wasser ist, weil sonst ist es ganz schön heiß und wir müssen jetzt ja wieder runter. Sonst wird es nämlich echt knapp mit unserem Wasser. Ach, runter müssen wir ja auch noch. Mhm. Aber runter ist nicht so schlimm, das ist immer ein Selbstläufer. Ja, das werden wir noch sehen. Ne? Ja, der Abstieg wird durch so ein Führungsseil gekennzeichnet. Also bisher geht es auch noch, aber ich glaube, es wird noch mal ein bisschen steiler. Mal gucken. Zum Ende hin wird der Weg immer unübersichtlicher, aber nach 10 Stunden kommen wir dann schließlich doch sicher an unserem Fahrzeug wieder an. Ja, als wir gestern dann ja von der Wanderung zurückkamen vom Dinara, haben wir gemerkt, dass auf dem Dach was fehlt, nämlich das Surfbrett. Und dann haben wir so die ganzen Videoaufnahmen und Bilder durchgeguckt und haben irgendwie festgestellt, das müssen wir so vor 1-2 Tagen verloren haben. Und wir hatten auch eine Idee, weil wir sind einmal durch so einen Wald gefahren, hatten da so einen Knall gehört und konnten das nicht zuordnen.
Und da werden wir es wahrscheinlich verloren haben, weil wir hatten die Spanngurte hingen noch am Dach und die waren total porös. Die waren halt von der Sonne, müssen die irgendwie so in Mitleidenschaft gezogen worden sein, dass man die so durchreißen konnte. Und ja, es ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt haben wir den Wellenreiter verloren. Wir sind alle nochmal abgefahren, aber ist leider weg. Ja, die ganze Region hier um den Dinara ist echt spannend. Wir hatten uns dann gestern noch mal ein paar Videos so angeguckt von Locals und dann gibt es hier ein paar Offroad-Touren so in die Berge rein. Und man kann auch sogar fast bis nach oben fahren. Und ja, da haben wir gedacht, dann probieren wir das auch mal. Also bisher ist es nicht wirklich ein Offroad-Weg, also es ist eine Sandpiste, die ein bisschen steinig ist. Aber was wir dann hier halt gefunden haben auf dem Weg, wo wir dran vorbeigefahren sind, das haben wir im Video auch schon gesehen, hier liegen halt ja, Panzerschrott und Munitionsreste ohne Ende. Also wir sind auch echt vorsichtig, wir fahren hier auch nur auf den Wegen, aber es ist schon ziemlich spannend. Und gleichzeitig sehr beklemmend, weil sich alles so aktuell anfühlt. Man darf nicht vergessen, dass dieser Krieg noch nicht mal 30 Jahre in der Vergangenheit liegt. Wir sind hier jetzt im Gebirge, wo auch der höchste Berg Kroatiens ist, der Dinara. Und hier haben wir ja schon den Klettersteig gemacht. Und es hat uns hier so gut gefallen, da sind wir einfach auf die andere Seite gefahren. Hier ist ein Weg hoch. Ist eigentlich eine Offroad-Piste, aber naja, so viel Offroad ist das dann doch nicht. Es ist eine relativ breite Straße. Die letzten 100 Meter sind ein bisschen steinig, aber ansonsten kommt man hier mit dem Auto ganz gut hoch. Und heute wollen wir ein bisschen wandern gehen und haben uns dazu entschlossen, in der Berghütte zu übernachten. Wir gehen aber erst einmal zur bosnischen Grenze und wandern dann weiter zum Gipfel des Dinara und gehen dann auf der anderen Seite wieder runter zur Hütte und bleiben dann da heute Nacht. Ja, haben echt Glück gehabt, dass wir hier noch eine Zwischenhütte gefunden haben, weil es sind jetzt glaube ich noch 5 Kilometer bis zu der Hütte, die wir eigentlich wollten. Aber das Gewitter zieht gerade über Ja, die Berge es rüber. donnert schon und ich glaube es fängt in den nächsten Minuten an zu regnen. Und ja, unsere Rucksäcke und ja, ist nass geworden, noch die Schlafsäcke. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir jetzt hier diese Hütte haben. Ja, und die ist echt gemütlich, also wir können ja gleich mal reingehen. Wir waren gestern ja an der Hütte und nach dem Regen wollten wir eigentlich noch ein Stück weitergehen. Und als wir dann aber wieder losgegangen sind, hat es immer wieder angefangen zu regnen. Dann waren unsere Schlafsäcke nass und ja, irgendwie war das dann alles nichts und wir sind dann wieder zurückgegangen. Wir waren auch gar nicht so weit weg vom Bus, deshalb ja, haben wir dann doch nicht in der Hütte übernachtet. Und man merkt, dass jetzt Wochenende ist. Die letzten Tage standen wir immer ganz alleine. Ab und zu kam mal ein Schafshirte vorbei. Aber ansonsten haben wir keine Menschenseele gesehen. Und heute Morgen kamen plötzlich 30 Wanderer hierher und sind um unseren Bus rumgelaufen, haben dann Schatten gesucht und haben dann eine Pause gemacht hier. Wir waren sehr freundlich und die wollen halt weiter auf den Gipfel. Und es kommen noch mehr. Ja, sie haben auch gleich wieder einen Schnaps angeboten. Aber diesmal musste Andrea nur trinken, weil ich muss ja noch ein bisschen fahren heute.
Wir sind jetzt hier im Paklenica Nationalpark und sind vorne auf dem Campingplatz gefahren. Da standen wir jetzt den Tag über und wollen jetzt abends ein bisschen klettern gehen, weil es ein bisschen kühler geworden ist. Und die Betreiberin von dem Campingplatz hat uns netterweise den Kletterführer für das Gebiet gegeben. So finden wir jetzt die Routen ein bisschen leichter und suchen uns jetzt ein paar raus und klettern, bis es dunkel wird. Also ohne Kletterführer hätten wir, glaube ich, nichts gefunden. Der Weg hier hoch ist ja schon recht abenteuerlich. Hier steht auch nichts dran weiter, aber laut unseres Routenbuches sollte unsere Route hier sein. Geschafft. Ja, wir sind jetzt immer noch im Paklenica Nationalpark. Also es ist Ja, es sind heiß. fast 40 Grad, ich glaube irgendwie 38 Grad im Schatten. Ja. Und ja, wir waren ja gestern klettern, haben ja am vollen Optimismus, haben wir irgendwie eine Mehrtageskarte gleich gekauft. Genau, für 3 Tage. Oh. Weil wir dachten, wir klettern jeden Tag, immer morgens und abends und so. So war Ja. die Idee, aber irgendwie haben wir gemerkt, wir kommen irgendwie mit der Wärme nicht so ganz klar, man ist so richtig lethargisch. Ja. Man liegt den ganzen Tag nur rum und ja, irgendwie... Gehen wir jetzt ein bisschen wandern durch den Nationalpark. Also Respekt, hier gibt es halt Leute, die Ja. klettern echt bei der Hitze. Ja. Aber wir hatten das gestern halt schon gemerkt, wir waren so unsicher. Also auch Routen, die wir sonst locker klettern, haben echt Probleme gemacht. Auch so beim Wandern, die Trittsicherheit und sowas. Ja, aber auch so die Hände, also es schwitzt halt alles. Ne? Das Ja, ist, und ja, es ist irgendwie nicht so unser Element mit der Hitze. Haben wir ja schon uns gedacht, aber jetzt haben wir es wirklich mal gefühlt. ja, deshalb wollen wir dann wahrscheinlich morgen weiter in die Berge und hoffen, dass es da kühler ist. Ja. Wenn es da dann nicht so ja, ist. also so viel höher sind die Berge nachher nicht mehr, sonst wären wir halt nach Ach so. Slowenien weiter. Oh, ich hoffe, da ist es kühler. Ja, wir sind jetzt aus Kroatien raus, sozusagen. Ja, genau. Also insgesamt hat uns das besser gefallen, als wir eigentlich dachten. Ganz besonders so die Inlandsregionen, also die Berge. Ja, so die Berge auch im Land, das war echt schön. So die Küste war, wie wir es uns halt schon vorgestellt haben, ist alles sehr touristisch. Viele Campingplätze, alles auch relativ teuer. Und es war jetzt auch schon Urlaubssaison. Genau, wir sind also halt ja in die Saison so ein bisschen reingefahren und naja, war halt doch recht überlaufen. Aber die Berge ganz toll, auch zum Wandern und sowas. Also da kann man auch super frei stehen und das hat alles ganz gut geklappt. Und ja, also wir hatten jetzt in Kroatien auch nochmal einen ganz tollen letzten Abend. Ja, genau. Also wir waren am Grenzfluss zu Slowenien und da ist eigentlich ein Kletterspot, also den wollten wir uns angucken und das ist auch so ein Strand und da sind wir dann mit ein paar Locals ins Gespräch gekommen und die haben uns dann halt eingeladen für abends. Genau, haben wir eine Kneipentour gemacht. 3 verschiedene Kneipen haben wir besucht. Rein zufällig lief auch Fußball. Ja. Kroatien spielt. Wir haben natürlich auch gleich ein Trikot geschenkt Ja, bekommen. super, wir sind ja die Und größten Fußballfans. Ne? Ja, so eigentlich interessieren wir uns dafür gar nicht. Aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Und Kroatien hat ja sogar noch gewonnen. Ja, und daraufhin wurden wir dann zum Essen eingeladen. Also es war Ja, ein wahnsinnig schöner Abend dann noch. ja, war ein schöner Kroatien-Abschluss für uns. Ja, und von Kroatien aus wollten wir dann eigentlich nach Slowenien. Und Da ein bisschen bleiben eigentlich und uns da auch noch ein bisschen umgucken. genau, weil es ja auch gibt auch ein paar nette Sachen, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Und wir sind dann halt zur Grenze und hatten eigentlich gedacht, weil auf der Internetseite stand, dass dieser Teil aus Kroatien, aus dem wir kommen, eine weiße Zone ist und dass man keinen Test braucht. Ja. Dem war aber halt leider nicht so. Der Grenzer, der hat halt gesagt, wenn wir keinen Test haben, dann dürfen wir nur Transit machen und hat uns dann eben nur die 12 Stunden Transit gewährt sozusagen. Und ja, da mussten wir halt durch Slowenien.
war schön trotzdem. Also, Ja, das, also was wir gesehen haben, war echt schön. Wir mussten nämlich auch Landstraße fahren, weil das mit der Maut auf den Autobahnen nicht ganz so einfach ist in Slowenien. Wir bräuchten mit unserem großen Fahrzeug auch eine Box und die Ausgabestellen, die sind eben nicht überall. Ja, ich glaube, die kann man an 2 Händen abzählen. Und wir hätten halt extra in die Hauptstadt fahren müssen und da hatten wir ja schon über die Hälfte geschafft. Und deswegen sind wir halt nur Bundesstraße gefahren, haben halt Mautstraßen komplett gemieden, was aber super funktioniert hat. Die sind gut ausgebaut, die Straßen. Und waren da, ich weiß gar nicht, wie lange wir gefahren sind. Ich glaube, Aber es waren etwas über 200 Kilometer. Also das war alles ja, machbar. also 3-4 Stunden oder sowas haben wir gebraucht. Und dann waren wir halt durch. Wir sind gemütlich gefahren. Ja. Mhm. Und ja, bei der Ausreise sind wir dann über den Leubelpass, glaube ich, nach Österreich. Ne? Ja, genau. Und hat auch, der Grenzübergang nach Österreich war auch ganz unkompliziert. Genau. Letztendlich war da auch, die slowenische Grenze war gar nicht besetzt, da sind wir einfach durchgefahren. Also hätte man wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können, ob wir jetzt länger im Land geblieben wären oder nicht. Aber wir das- wollten nichts riskieren. Genau.